Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. So, das neue PvP-Event ist ja am Start und ich möchte euch gerne mal das Deck teilen, mit dem ich das Event letztlich geschafft habe. Also ich habe jetzt zwar versäumt, das noch aufzunehmen, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich es dann beim dritten Anlauf schaffe, aber jo. Mit dem Pikachu EX-Deck ist ja eins der Decks, was ich in meinem Top 5 Decks für dieses Event vorgestellt habe. Und nachdem ich ja 3 sehr unglückliche Anläufe hatte, dachte ich mir, komm, wir nehmen jetzt mal das Deck. Also, ich hatte 2-mal 4er-Siegesserien mit dem Pyro-Deck und dann beim letzten Kampf war das dann, bei dem einen war das tatsächlich Klassiker. Misty Arctos, erste Runde. Da habe ich direkt das Kotzen bekommen, direkt Spiel ausgemacht. Ich spiele heute gar nicht mehr. Boah, das war pures Leid. Und dann die Runde darauf lief eigentlich ganz gut, bis der Gegner es dann geschafft hat, sein Mewtwo mit Gardevoir zu buffen. Da hatte dann das Pyro-Deck eine harte Zeit gegen und habe dann die fünfte Runde verloren. Yo, und die andere Runde, da habe ich 2 Siege geschafft. Da bin ich dann mit dem Kerapendra-Deck reingegangen. Und Smogmog, also das Kerapendra Smogmog-Deck. Bei der zweiten Runde hatte ich dann direkt ein Macholo, also Marshomai-Deck angetroffen. Das war ja dann ultimative Schwäche und hatte da auch wirklich sehr schlechtes RNG mit dem Ziehen. Also, yo, kann mal gut laufen, kann mal schlecht laufen, ihr kennt's ja. Dann dachte ich mal, gehen wir mal zurück zum guten, alten, zuverlässigen Pikachu-Deck, ja. War überrascht, wie gut das Deck dann funktioniert hat. Direkt beim ersten Anlauf dann mit diesem Deck direkt geschafft. War sehr, sehr krass. Die Matchups waren auch sehr verwachsen, sage ich jetzt mal. Celebi war dabei, ich hatte auch einen Mewtwo-Gegner, 2-mal Garados und der letzte Gegner war geschenkt. Der hatte wirklich ein ganz schlechtes Deck gespielt. Der hat irgendwie Mimikry gespielt mit Aerodactyl EX, aber der hatte wahrscheinlich so ein schlechtes RNG von Anfang an, dass ich den dann relativ schnell platt machen konnte. Deswegen, also auf jeden Fall, das ist das Deck, womit ich es geschafft habe. Ich dachte mal, ich gebe es nochmal gerade bekannt. Wer jetzt also wissen will, mit welchem Deck ich es gemacht habe, ich habe es zwar schon gepostet, aber ein Video ist immer besser, weil nicht jeder schaut sich den Post an. Also das Deck war hier Voltoball, Elektroball, Pikachu, 2-mal jeweils dann Dedenne oder Dedenne, wie auch immer man das ausspricht, ist ja auch egal. Genau, Zapdos 2-mal, und Trank X-Initiative, Pokéball, Eich, Sabrina und Giovanni. Mit dem Deck war das dann ein Meisterwerk. Die letzte Runde war wirklich hammergeil. Deswegen würde ich mal sagen, lasst uns doch mal eine Runde machen und mal gucken, ob wir wieder dasselbe Glück haben. So, gehen wir mal rein. Spielerkampf, Event-Match. Da seht ihr auch 5 Siege abgeschlossen. Und los geht's. So, Gegner wurde gefunden. Sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt mal den Stream getauscht. Also, los geht's. Auf ins Getümmel. Ich mache mal hier die Deckliste aus. Wer sie gerne sehen will, kann sie ja nochmal nachher nachgucken. Also, was haben wir denn hier direkt? Wir spielen auch gegen Elektro-Pokémon-Deck. Mal gucken, ob ich jetzt wieder so viel Glück habe und ein erstes Match gewinnen kann. Wir haben jetzt hier relativ schlecht gezogen, muss man auch dazu sagen, für eine erste Runde. Sieht eventuell schon mal nicht so gut aus, aber mal schauen, wir geben nicht voreilig auf. Wir sind zumindest als Zweiter dran, was schon mal relativ gut ist, sage ich jetzt mal, für den Start. Der Gegner braucht hier auch lang. Was ich auch so gesehen habe, ist im Übrigen, dass viele auch schnell aufgegeben haben. Gerade wenn die gemerkt haben, okay, es läuft gar nicht mehr, dann haben die relativ schnell dann auch direkt gesagt, gar keinen Bock. Man hat schon wirklich gespürt, wie die so einen Rage-Quit gemacht haben, Handy gegen die Wand geknallt, gar keinen Bock mehr. Und ich kann das gut nachvollziehen, ja. 4 Siege hintereinander, 2-mal, dann beim 5. abkratzt, das ist ja mir passiert. Da hat man schon, das ist schon echt heftig. Also das ist schon echt tief. Aber jo, so geht das halt. So, der Gegner hat hier scheinbar jetzt auch nicht unbedingt die besten Züge gehabt zu Beginn. Wir kommen mal raus hier direkt mit Eich, Voltoball und Zapdos. Sehr, sehr schön. Das ist schon mal ganz gut. Dann gehen wir auch direkt auf Pikachu drauf. Der Vorteil ist, wir können zuerst angreifen. Also wir kommen zuerst zum Zug. Wir haben aber noch kein drittes Pokémon auf dem Feld, was ein Problem sein könnte gleich.
Mal gucken, ob der Gegner überhaupt Glück hat. Hier mit einem Basic-Pokémon, was er spielen kann. Noch ein Zapdos. Er hat das schon mal, okay. Der ist auch so weit wie wir. Wir haben Pokéball, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt dann auch direkt den Angriff starten. Das machen wir auch, Pokéball. Wir haben auch einen Trank. Zweites Voltoball am Start, sehr schön. Das heißt, wir entwickeln auch einen Elektroball für den Fall der Fälle. Wenn er jetzt mit Sabrina kommen sollte, können wir ganz schön aufs Elektroball ausweichen und dann ganz chillig mit 0 Rückzugskosten wieder reinkommen. Pikachu schon mal ein One-Hit hier. Nächste Attacke wird auf jeden Fall der Runterfall von Pikachu sein. Er heilt es. Okay. Lässt das draußen? Will er tatsächlich damit jetzt angreifen? Er wird es verlieren, gar keine Frage. Er greift an. Krass, okay. 60er Schaden. Wer hätte es gedacht? Doppeltrank hier. Läuft. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Wir heilen direkt nach. Trank einmal. Trank Nummer 2. Direkt zurück auf 100. Und dann ist hier das zweite Elektroball auch draußen. Und wir beenden den Zug, indem wir das Pikachu niederschmettern. 90er Schaden, Pikachu down. Sieht gut aus für uns. Ich schätze mal, wir haben dieses Game auch easy gewonnen. Kommt jetzt raus mit Zapdos. Zapdos hat jedoch direkt eine Schwäche gegen Elektro, obwohl es selber Elektro-Typ ist. Macht voll Sinn. Wir haben gewonnen. Stark. Sehr, sehr stark. Erste Runde direkt Pikachu-Deck wieder dominant. Ja, was soll ich sagen? Super Deck. Beim dritten Anlauf, wie gesagt, hat es bei mir geklappt. Also jeder, der ja da gerade irgendwie Stress hat, durch das Event zu kommen, probiert gerne mal vielleicht auch das Pikachu-Deck aus. Wie gesagt, ich habe ja euch 5 oder 6 Decks zur Verfügung gestellt, die meiner Meinung nach sehr gut in den Deck performen. Es kommt aber auch immer aufs RNG an. Ja? Ihr könnt gerade auch mit dem Pikachu-Deck spielen und von Anfang an schlecht ziehen. Und dann habt ihr auch so Pech gehabt. Ja? Der Gegner hatte jetzt auch ein Pikachu-Deck, hat aber trotzdem nicht gewonnen, weil war einfach besser bei mir. Deswegen letztlich kommt es nicht unbedingt auch aufs Deck drauf an, sondern auch einfach mal nur auf RNG und auch, wie so die Spielzüge ablaufen. Ja, wenn der Gegner jetzt einen Fehler macht, muss man so einen Fehler direkt auch ausnutzen. Wenn man selber Fehler macht, kann es auch sein, dass der Gegner eben solche Fehler ausnutzt und die dann halt auch häufig die Ursache dafür sind, wenn man dann verliert. Deswegen, nicht verzagen, einfach weiter versuchen. Ich würde euch auch wie gesagt, raten, wenn ihr jetzt mehrmals versucht habt mit einem Deck und es klappt nicht, dann probiert auch gerne mal was anderes aus. Krampfhaft da so ein Deck zu spielen, würde ich jetzt auch nicht machen, hätte ich auch gar keinen Bock. Deswegen habe ich da jetzt selber auch mit 3 unterschiedlichen Decks gespielt. Und von daher wünsche ich jedem weiterhin viel Erfolg beim Event. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis demnächst.